Ja, ich fühle mich da sehr wohl in diesem Kreis als Junggebliebener und auch verschiedenste universitäre Denominationen, sage ich jetzt einmal. Ich bin wahrscheinlich, weiß nicht, aber so eher so der praktische Theoretiker und ja, bitte hier um auch Entschuldigung meines alemannischen Hintergrundes, der vielleicht zum Teil sprachlich ein bisschen durchdringt, aber ich gebe mein Bestes. Ich versuche mal den Bildschirm freizugeben, mal schauen, ob das klappt. Jetzt glaube ich, man sieht noch nichts hier. Ja, es sind schon die ersten technischen Schwierigkeiten hier. Bei mir erscheint jetzt hier Desktop 1 und Bildschirm freigeben. Genau, also am besten Sie starten schon die Präsentation im Hintergrund und dann können Sie die Präsentation teilen direkt. Soll ich die starten in dem Sinne? Ja, okay. Das mal da. Und dann nochmal auf Bildschirm teilen, dann gibt es da auch einen Bildschirm mit der Präsentation. Okay, ich muss da, glaube ich, in einen anderen Modus. Ja. Ich habe die jetzt im Lesemodus drin. Sollte das auch klappen? Ja, das geht auch, ja. Gut, ich gehe jetzt hier da in den Vollbildmodus und Desktop 1 Bildschirm freigeben. Da sagt er Systemeinstellungen öffnen. Okay. Ja, sonst mache ich das dann ohne. Ist Moment mal das rasch. PDF oder ist das PowerPoint? Nein, das ist eigentlich ein PDF. Moment rasch, ich muss, glaube ich, da was freigeben rasch. Ach, das kann gut sein, ja. Ja, ich bin gleich soweit. Hier. So. Ist hier live, ist hier alles ungeschnitten und zensiert. Ja, ja, ist kein Problem. So, tut mir leid für die Verzögerung. Ich muss da einen Schutz aufheben und das Dadurch Zoom wird freigeben. die Spannung steigt für Ihren Vortrag. Das ist doch okay. Gut, ich probiere noch einmal zu teilen, freizugeben. Jetzt sollte es, glaube ich, klappen. Ne? Sieht man da schon etwas? Ja, Sie können das jetzt auf Vollbild machen. Jawohl. Und dann So, jetzt perfekt. glaube ich, hat es geklappt. Okay, Jawohl. gut. Also habe ich nicht absichtlich gemacht. War nicht die Idee, die Spannung zu erhöhen. Gut, also, wie gesagt, es ist einerseits eine pädagogische Frage, der ich nachgegangen bin, oder ich sage jetzt einmal aus einer pädagogischen Intention. Ich werde zuerst eine kleine Übersicht geben zu meiner Dissertation und wie gesagt, dieser kurze Vortrag hier kann natürlich nur einen kleinen Ausschnitt bieten mit dem Schwerpunkt auf die personale Konstitution bei Edith Stein. Auf das möchte ich dann auch zentral zu sprechen kommen. Ich bin so ein bisschen am Ende der Dissertation und die Anwendung, da bin ich noch mittendrin bei Nummer 3, eine konkrete Anwendung. Gut, um was geht es überhaupt? Eine zentrale Fragestellung ist und war, ist im aktuellen Kompetenzverständnis Persönlichkeitsbildung mitgedacht und in welcher Art und Weise? Da schwingt natürlich schon eine ziemliche Kritik mit. Die Gründe, die zu dieser Fragestellung führten, ist Bildung nicht zunehmend wirtschaftlich vereinnahmt, steht dahinter, im Sinne einer funktionalen Ausrichtung. Wir haben einen riesen, ich sage jetzt mal, Salat von Kompetenzbegrifflichkeiten und es wird für x verschiedene Dinge wird das verwendet. Aber man sieht eben auch mangelnde Persönlichkeitseigenschaften beeinträchtigen eben auch die wirtschaftliche Effizienz. Also man merkt mittlerweile auch, wenn die Persönlichkeitsmerkmale, Eigenschaften bei einer Person fehlen, ist diese reine funktionale Ausrichtung eben auch nicht so toll, weil dann funktioniert es eben doch nicht.
Die Sorge, die Kritik aus pädagogischen, aber auch aus gesellschaftspolitischen Kreisen ist, dass Bildung auf eine Nutzorientierung verkürzt wird durch diese Einführung oder zunehmenden Einfluss dieses Kompetenzbegriffs und dass eben tatsächliche Persönlichkeitsbildung nicht stattfindet. Ja, dieser Kritik sollte man sich stellen als Pädagoge und ich wollte mich dieser auch stellen und habe dann in einem ersten Teil mal geschaut, wie weit wird dann Kompetenz überhaupt diskutiert in der Gesellschaft und jetzt vor allem auch in der Berufswelt einerseits und eben auch dann konkret, wie schlägt sich das nieder in Bildungslehrplänen. Hier habe ich den Schweizer Bildungslehrplan der Volksschule und der Berufsschule untersucht. Das Fazit ist, dass eine sehr starke Handlungsnutzorientierung da ist. Das wird immer mit überfachlichen Kompetenzen bezeichnet. Von der Begrifflichkeit her beschäftige ich mich vor allem mit personalen Kompetenzen. Die sind eingegliedert in sogenannte überfachliche Kompetenzen, wo auch soziale Kompetenzen oder auch methodische Kompetenzen mit eingeschlossen sind. Eine eigenständige Persönlichkeitsbildung ist aber nicht feststellbar. Also die personalen oder auch, ich sage jetzt mal, die überfachlichen Kompetenzen werden immer im Zuge einer Funktionalität für das Fachliche genutzt und beziehungsweise diesen Stellenwert dort drin gesehen. Jetzt anhand von dem haben wir noch nicht so eine richtige Problemlage, die wird sich eigentlich jetzt erst zeigen, wenn wir den Kompetenzbegriff, der ist ja relativ neu, in Anlehnung auch an Heinrich Roth, an Chomskys linguistischen Kompetenzbegriff, an Weinert etc. Aber Bildung gibt es ja schon seit der Antike oder vielleicht schon weiter zurück. Ein effektives, reflektiertes Bildungsgeschehen misst man der griechischen Kultur zu, aber auch der jüdischen, die ist aber nicht so stark reflektiert, sagen wir mal Antike. Und es zeigt sich bei der Reflexion, die ich hier gemacht habe, wo ich vor allem auf Persönlichkeitsbildung den Fokus gelegt habe. Also ich konnte da nicht alle Bildungsbezüge durcharbeiten in dieser Zeit. Der Fokus war auf Persönlichkeitsbildung, auf persönlichkeitsbildende Aspekte. Der Begriff Personalkompetenz gab es ja noch nicht. Dass hier eigentlich auch ein sehr großes Spannungsfeld sich öffnet. Eine funktionale Ausrichtung des Kompetenzverständnisses deckt aber nur eine Seite von übergeordneten Wert- und Sinneszuschreibungen zu. Also das Fazit aus dieser Analyse war, wir haben einerseits etwas gewonnen durch den Kompetenzbegriff, also eine starke Handlungsorientierung, die wir uns ja auch wünschen. Also in der Kritik auch des Humboldtschen Bildungsbegriffes, dass wir eben nicht nur Bildung haben der Bildungswegen, sondern dass wir auch eine Anwendung haben möchten. Da komme ich dann auch auf Edith Stein zu sprechen, in ihren Bildungszielen. Aber daneben eben auch übergeordnete Werte und Sinneszuschreibungen, Persönlichkeitsbildung, die auch in einem gewissen Sinne losgelöst vom Handlungskontext, ist vielleicht falsch gesagt, aber nicht diese reine funktionale Ausrichtung nur beinhaltet. Ja, jetzt haben wir die Problemlage, diese Problemdarstellung und die führt schlussendlich zur Beantwortung. Edith Stein bietet da eine absolute Steilvorlage, weil ihre theoretische Fundierung zur Person ist in den personalen Konstitutionen oder in der Konstitution der Person sehr stark gegeben. Und das ist genau das, was fehlt, diese theoretische Grundlegung des Kompetenzbegriffs, der fehlt eben genau. Das kann ich jetzt nicht im Detail erörtern. Aber diese theoretische Basis in der Konstitution der Person, das war für mich wirklich fantastisch, das auch mehr und mehr zu erleben, zu entdecken. Ich habe das nur geahnt, wusste aber nicht, ob ich mich da nicht auf ein Glatteis begebe. Und das war wirklich sehr spannend, während der ganzen Dissertation zu erleben, dass diese grundlegende Konstitution nicht nur eine theoretische Grundlage bietet, sondern dass sie eben auch in die Handlungsmöglichkeiten einen Weg bietet. Zu dem komme ich dann auch gerade, das ist dann eigentlich der vierte Teil, die Entwicklung eines Kompetenzbegriffs, der einerseits anthropologisch, theoretisch fundiert ist, andererseits aber eben auch Anschluss findet an die heutigen Gegebenheiten, weil das ist mein Anspruch, dass ich eben auch in meinem Umfeld als Dozent in der Lehrerin-Lehrbildung hier auch
ernst genommen werden kann. Und da kommen wir eben gleich zum nächsten Punkt. Eine philosophische Anthropologie ist nicht mehr so, wie soll ich sagen, modern, aktuell. Die historische Anthropologie sucht nicht mehr nach Wesensmerkmalen des Menschen. Diese ganze Forschung im Bereich der Embodiment, kognitionspsychologischen Bereiche hat aber festgestellt, dass eben doch Wesensmerkmale nicht so veraltet sind. Man hat das jetzt in der Corona-Zeit auch, konnte man das feststellen. Zum Beispiel, wenn Sie jetzt mein Gesicht sehen, wie ich da, gut, das ist leider online, machen wir eben doch auch gewisse Mimiken mit und sogenannte Spiegelneuronen geben uns dann Impulse beziehungsweise Informationen an unser Gehirn oder eben weiter noch nicht nur das Gehirn, an unseren Geist. Und durch das ganze Maskentragen hat man festgestellt, sind diese Bezüge eben viel kleiner und reduzieren sich. Also Wesensmerkmale werden wieder aktuell und auf das habe ich mich auch bezogen. Das Problem ist auch, dass theoretische Grundlagen oftmals, wie auch das Kompetenzverständnis, aktuellen Zeitanschauungen unterliegen, Zeitströmungen. Und die Anthropologie, jetzt auch gerade diese Konstitution der Person, geht auf das Wesenhafte des Menschen, unabhängig von Zeitanschauung. Und hier sehe ich wirklich die Stärke. Es ist nicht ein fideistischer Ansatz, wenn ich jetzt das in die theologische Ebene transportiere. Es ist ein ziemlich pragmatischer Ansatz. Es ist klar, es ist auch eine Richtung, aber es ist ausgewiesen. Und das hat mir sehr gefallen, dieser philosophischen Anthropologie. Sie ist ausgewiesen, eine ausgewiesene Theorie. Die fehlt oftmals in modernen Anschauungen, wo man einfach gewisse Voraussetzungen setzt. Die Kompetenz ist immer eine Eigenschaft einer Person, nicht eines Tiers, einer Sache. Damit ist die Fragestellung auch eindeutig anthropologisch. Und die philosophische Anthropologie ist ja eine Lehre vom über den Menschen, also passt das in dem Sinne wunderbar zusammen. Ja, ich möchte hier kurz ein Zitat von Edith Stein. So wird also die Anthropologie, die wir als Grundlage der Pädagogik fordern, eine philosophische sein müssen, die den Aufbau des Menschen und seine Eingliederung in die Seinsgebilde und Seinsgebiete untersucht, denen er angehört. Also hier haben wir ein klares Statement zur philosophischen Anthropologie, dieser Wesenserforschung. Die Konstitutionsproblematik möchte ich kurz aufzeigen. Wir haben ein Kerninteresse bei Ihrem geistigen oder auch Doktorvater natürlich, Edmund Husserl. Und sein Kerninteresse war, wie werden geistige Inhalte im Bewusstsein überhaupt abgebildet. Bei Edith Stein ist das Kerninteresse die Verbindung von ontologischen Realismus und transzendentalem Idealismus. Was ist genau der Unterschied jetzt in dieser Betrachtungsweise? Die Welt ist eine auf das konstituierende Bewusstsein relative bei Husserl durch seine konstituierenden Akte bedingte gehaltene Welt. Hingegen bei Edith Stein ist der Weg von der immanenten zur transzendenten Sphäre ist ein Übergang, in dem dem Bewusstsein gegenüber autonome unabhängige Welt steht. Ich möchte das noch ein bisschen verdeutlichen. Edith Stein wendet sich der Erkenntnistheorie eher implizit zu. Sie wählt einen methodologischen Ausgangspunkt, der Husserls transzendentaler Sichtweise nahesteht. Sie entscheidet sich aber schlussendlich für einen realistischen Zugang, der ontologisch begründet wird. Bei Immanuel Kant hängt die Erkenntnis vom Erkennenden ab. Zur eigentlichen Existenz des Gegenstandes beziehungsweise Phänomens kann gemäß dieser Auffassung, die als transzendentaler Idealismus bezeichnet wird, keine Aussage gemacht werden. Das war bei Kant. Das Phänomen ist nur eine Idee im Bewusstsein begreifbar, als Idee im Bewusstsein begreifbar. Bei Husserl
Edmund Husserl postulierte dagegen, dass das Erkennen den Gegenstand erreichen könne, wenn ideale Erkenntnisbedingungen vorliegen würden. Die Frage der Konstitution, also des Aufbaus der Welt, ist bei Husserl und grundsätzlich in der Phänomenologie Ausgangslage des Erkenntnisprozesses. Es geht somit um den Aufbau der Welt für das Ich, das in der Welt lebt und diese sowie seine Handlungen und die anderen reflektiert. Husserls Kerninteresse ist philosophisch zu ergründen, wie geistige Inhalte im Bewusstsein abgebildet werden. Der Aufbau der Welt für das Ich vollzieht sich durch die Analyse des Gegenstandes und seiner spezifischen Wesensmerkmale, die durch das Ich erkannt werden. Das haben wir auch im Referat von Herrn Lieb ein bisschen auch gehört, von dem Ich, dem Bezug des Ichs. Genau. Wie sich dieses jedoch konkret außerhalb des Bewusstseins der Person entfalten, bleibt bei Husserl offen. Über die bewusstseinstranszendenten Sphäre ist bei Husserl keine Aussage möglich. Welt ist für das Erkenntnisobjekt nur, insofern sie bewusstseinsimmanent in Form reiner Bewusstseinsinhalte gegeben ist. Ja, und wie ist das bei Stein? Interessanterweise hier jetzt eben überschreitet Stein den transzendentalen Idealismus, denn sie fragt weiter danach, wie sich die Konstitution der menschlichen Person de facto vollzieht. Dabei interessiert Stein die Ausprägung der Konstitution gemäß verschiedener Konstituenten. Als Konstituenz beschreibt Stein, was als Wesensmerkmal im Bewusstsein konstituiert wird. Es lassen sich einerseits Konstituenten, Wesensmerkmale für Gegenstände, aber auch solche für die Person bestimmen. Ich möchte mich vor allem jetzt den letzteren zuwenden, nämlich der Konstitution der Person. Und diese sind für die Erarbeitung eben des Kompetenzbegriffes und spezifisch eben für personale Kompetenzen ausschlaggebend. Es geht also einerseits, wenn Sie den Konstitutionsbegriff hören, um die Konstitution im Bewusstsein. Und da müssen wir unterscheiden zur Konstitution der Person. Das ist nicht dasselbe. Und jetzt geht es um die Konstitution der Person. Also nicht, wie ich vorher dargelegt habe, wie sich Bewusstsein konstituiert. Und Edith Stein sagt eben ganz klar, in realistischer Weise im gewissen Sinn, dass die Außenwelt eben doch erreichbar ist, sich immanent im Bewusstsein sogar widerspiegelt. Und das ist ein großer Unterschied gegenüber Husserl. Also was ist ein Konstitutionsprozess? Jetzt hier, was Sie als zweiten Punkt sehen, da geht es eben um die Gegenstände und Personen. Die sind durch das Bewusstsein erreichbar und keine reine transzendentale Repräsentation im Bewusstsein. Und diese erkenntnistheoretische Grundlage ist natürlich entscheidend jetzt für die weiteren Schritte. Aus diesem Konstitutionsprozess, dieser Sicht, definiert Husserl eine Konstitution der Person und an diese lehnt sich auch Edith Stein an, wobei sie diese dann auch erweitert. Die Konstitution der Person sind einerseits der Leib, was wir heute auch schon gehört haben, die Psyche, der Geist, das personale Ich mit Kern der Person, das Wertempfinden und die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft musste ich in meiner Arbeit ausklammern, weil ich mich sehr auf die personalen Kompetenzen bezogen habe. Edith Stein spricht jetzt hier von passiven und aktiven Komponenten. Und das ist ein ganz zentraler Punkt für meine Arbeit. Sie sehen hier einerseits nochmals das Modell in Anlehnung an Marielle Wulff, was in SK 8 beschrieben ist auch, das Seelenmodell mit diesen verschiedenen Konstituenten, die schlussendlich dann theologisch auch einfließen in ihre theologischen Arbeiten. Wenn das Wertempfinden die Dinge wirklich erfasst, sind wir schlussendlich im tiefsten Grund unserer Seele. Also das Wertempfinden ist ein ganz zentrales Konstituenz, das ich jetzt hier leider nicht weiter ausführen kann. Hier sind wir aber sozusagen in der Hardware, sage ich jetzt einmal, in der Auslegeordnung. Da sind wir auf der passiven Seite oder der passiven Komponenten der Konstitution der Person. Wenn wir diese jetzt in dem Sinne ausweiten möchten für einen Handlungskontext, dann kommen wir in die aktive Komponente. Also was bedeutet das jetzt? Und diese Anwendung habe ich jetzt auf die personalen Kompetenzen übertragen. Was bedeutet diese passive Komponente für einen weiteren Vollzug?
Die Entwicklung der Personalkompetenz entspricht also in dem Sinne der anderen Seite, also nicht dieser hier, sondern der aktiven Seite der Konstitution. Das noch, genau. Dieses Zitat hat mich sehr lange bewegt. Ich lese es rasch vor. Was ein Mensch tut, das ist die Verwirklichung dessen, was er kann. Und was er kann, ist Ausdruck dessen, was er ist. Indem sich seine Fähigkeiten in seinem Tun verwirklichen, kommt sein Wesen zur höchsten Seinsentfaltung. Ich habe sehr lange an diesem Zitat rumgekaut, weil für mich hat es wie so eine funktionalistische Tendenz. Also schlussendlich bin ich nur das, was ich tue, habe ich da immer herausgelesen. Und vielleicht ist es Ihnen jetzt auch so ergangen. Wenn man dann aber weiter forscht bei Edith Stein, ist es eben genau nicht so. Und wir kommen hier eben dann mit den Seinsformen, die Edith Stein beschreibt, kommen wir diesem Zitat eigentlich auf den Grund. Und ich möchte das kurz erläutern. Ja, jetzt habe ich zu rasch geklickt. Diese Seinsformen sind eben sehr zentral. Und vielleicht haben Sie sich gefragt, ontologische Rückbindung. Damit ist es eben genau diese Rückbindung an die reale, vom Bewusstseins eben nicht transzendentale Seite gedacht. Also ich gehe jetzt in die, dem Sinne, Umsetzung der Konstitution der Person und binde eigentlich die Erlebnisse zurück an diese Konstitution. Also die Ausführung, also wenn ich jetzt von Leiblichkeit spreche zum Beispiel, komme ich da eben dann auf Personalkompetenz der Raumorientierung. Also ich binde diese Raumorientierung zurück an die personale Konstitution. Und diese Seinsformen, ich möchte hier ein paar Aspekte nennen, dieser ontologischen Rückbindung. Die Seinsformen sind eben hier sehr zentral. Hier spricht Stein in dem Sinne eben von diesen 3 Seinsformen des Potenzials, über das ein Mensch verfügt. Aber das Potenzial ist ja nicht unbedingt aktualisiert, also nicht unbedingt sichtbar. Wenn ich es aber zack abrufen kann, dann ist es habituell. Also wir haben diese 3 Seinsformen des Potenzials, der Aktualisierung und eben schlussendlich des Habitus. Und interessanterweise schreibt jetzt hier Stein, der für uns wahrnehmbare Seinszustand tritt somit als endliches, substanziell Seiendes, als aktualisiertes Potenzial in Erscheinung. Jeder Aktualisierung entspricht ein spezifisches Potenzial. Stein kommt zum Schluss, dass jedes Etwas zwischen der reinen Verwirklichung, das wäre der Actus purus, und dem noch nicht aktualisierten einer Potenz steht. Jedes personale Sein ist somit teils potenziell. Also jedes personale Sein, also in diesem Zustand, in dem Sie jetzt sind, haben Sie ein Teil Potenzial in sich. Angewendet auf den Kompetenzbegriff müsse dieser ebenso beide Seinsmodi berücksichtigen. Eine Kompetenz kann daher nicht einfach aufgeteilt werden in einen performanten, also sichtbaren, ausführenden Teil, sowie einen dispositionellen Anteil, also im Sinne einer Potenz. Die Kompetenz ist in ihrer Erscheinung selbst Potenzial als auch aktuell. Und das ist doch eine sehr interessante Feststellung bei Stein, dass wir in unserer Erscheinung, wenn eine Kompetenz eben gezeigt wird, dass diese auf ein Potenzial gründet und die Messbarkeit eben hier nicht einfach so ableitbar ist, nur aus der Performance. Weil es steht ein Potenzial dahinter und das muss mit berücksichtigt werden. Und natürlich dann für die Förderung ist das sehr zentral. Ein weiterer Aspekt der ontologischen Rückbindung, ich schaue ein bisschen auf die Zeit, habe ich noch 5 Minuten? Gut, sind die Bildungsziele. Edith Stein spricht von normativen und pragmatischen Bildungszielen. Die normativen sind die eben, da geht es um die Persönlichkeitsbildung. Da geht es darum, dass das in einem gewissen Sinn als Telos auch beschriebene Anlagen, dass die umgesetzt und verwirklicht werden. Die pragmatischen Bildungsziele werden auch als Erfordernisse der Zeit genannt. Diese pragmatischen Bildungsziele ist der zweite Auftrag sozusagen des Menschen. Und im Sinne seiner anthropologischen Wesensbeschaffenheit als Individuum und als soziales Wesen gegeben. Da kann ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Wir haben ja schon einige Bezüge im Vortrag davor zur Bildung gehört. Ein dritter Punkt sind die Dimensionen des Handelns.
Und diesen Begriff habe ich in Anlehnung an Frau Dr. Haderlein aufgenommen. Sie beschreiben in dem Sinne, das wäre also diese zweite Ebene, bei Stein diese Konstituenten der Freiheit. Und die Freiheit zeigt sich eben in der Freiheit des Könnens. Ob ich überhaupt etwas kann im Sinne von, wird mir die Freiheit gegeben, dass ich es umsetzen kann. In der Konstituenz der Freiheit des Willens. Was möchte ich wirklich? Sehe ich den Sinn und Zweck? Sehe ich auch, das hat er mit dem Wertbezug, sehe ich den Wert auch darin? Und führt schlussendlich zu einem selbstbestimmten und einem fremdbestimmten Soll. Das tönt jetzt auch ein bisschen abstrakt, deshalb habe ich da so eine Grafik gemacht. Ich weiß nicht, ob man die sehen kann. Ich erläutere die kurz. Ich habe jetzt hier eigentlich die Konstituenten verknüpft mit dem Kompetenzbegriff. Und der Kompetenzbegriff beinhaltet eben sehr stark die 3 Dimensionen Wissen, Können und Wollen. Und ich versuchte das mit Edith Stein zu verbinden, dass eben Wissen und Können immer auf der Freiheit des Könnens auch basiert. Ich muss wissen, dass ich etwas kann, dass ich es darf, dass mir die Freiheit gegeben ist von außen, aber auch, dass ich es selber kann. Also diese Attribution auch, spricht man davon. Wissen und Wollen hat eben auch einen Bezug. Ich muss auch eine Wesenserkennung, also ein Wert entsteht immer auch durch das, dass ich etwas kenne. Es wurde heute Morgen auch gesagt, wenn ich die Person kenne, habe ich einen Zugang auch zu deren wissenschaftlichen Erträgen. Wenn ich einen Mensch kenne, entwickle ich auch einen Wert zu diesem Mensch. Also die Entmenschlichung, wie wir das auch im Nationalsozialismus sahen, findet immer statt, dass sie die Menschen nicht mehr kennen, dass sie als Nicht-Menschen dargestellt werden. Also die Wesenserkennung, die eine sehr realistische Seite auch hat bei Edith Stein, Komponente, die hängt mit dem Wertempfinden zusammen. Ja, jetzt muss ich da ganz kurz weiter durch, die Zeit mahnt mich. Die Idee schlussendlich ist, dass ich von diesen Konstituenten jetzt eben weitere verfeinerte, man spricht auch hier von sekundären Konstituenten, die abgeleitet habe. Also aus der Leiblichkeit folgt eben die Räumlichkeit, die Zeitlichkeit als Wesenseinheit, ist auch ein Begriff bei Edith Stein. Und diese Wesenseinheit der Räumlichkeit zeigt sich schlussendlich in Wesenszügen, die als seelische Kräfte sich zeigen, also zum Beispiel Orientierungssinn und Gedächtnissinn. Hier sind wir in der tiefen Struktur, sozusagen, in der passiven Seite noch, und ich wechsle jetzt ganz kurz in die andere Seite. Ich weiß nicht, ob man das so sieht. Ich habe zum Beispiel, ja, Entschuldigung, ganz kurz zurück. Ja, noch nicht ganz fertig. Ich habe jetzt 6 verschiedene Konstituenten ja genannt und die Psyche wäre jetzt so auf der Konstituentenseite, dann wird es verfeinert. Die Psyche basiert auf Erlebnis, also die Erlebnisfähigkeit basiert auf der Psyche und schlussendlich steht da zum Beispiel die Fantasie auch dahinter. Als Personalkompetenz, das wäre dieser rechte Teil, steht schlussendlich die Kreativität. Das heißt, wenn ich Kreativität fördern möchte, sage ich den Kindern nicht einfach so, jetzt seid mal kreativ, sondern ich fördere sie eben in ihrer Fantasie, in ihrer Erlebnisfähigkeit und ich bin mir bewusst, dass das alles auf der Konstituenz der Psyche basiert, die mit dem Leib, der Leiblichkeit und dem Geist zusammenhängt. Ja, ich glaube, die Zeit ist um. Ich gehe ganz kurz auf die letzte. Habe ich noch? Ja, du hast, Moment mal, du hast noch 6 Minuten. Ah, super. Muss ich nicht so hetzen, wie ich dachte. Okay. Also das war mal so die Idee, dass ich auf der Grundlage von Edith Stein, von diesen Konstituenten, eine theoretische Fundierung habe zur Person und jetzt eben die Möglichkeit habe, elaborierte Personalkompetenzen daraus abzuleiten. Weil genau diese Basis, diese theoretische Basis, die fehlt im Kompetenzbegriff. Und das ist man sich oftmals gar nicht so bewusst. Ich zeige das rasch im Überblick. Sieht man hier die ganze Folie oder steht da etwas dazwischen? Ich bin nicht ganz sicher. Sieht man das? Okay, super. Sie sehen hier jetzt in dem Sinne diese Tiefenstruktur mit den Bildungszielen ganz zu unterst und den Dimensionen des Handelns. Als dritte Ebene kommt dann die Fähigkeit, die Wesenseigenschaften und die Konstituenten. Das ist das, was ich vorher gezeigt habe. Also Nummer 3, ich gehe ganz kurz zurück. Entschuldigung. Zurück. Das wäre eigentlich
diese Ebene hier, also Konstituenten, Wesenseigenschaften und seelische Kräfte. Also von links nach rechts findet die Verfeinerung von der passiven Seite, den Konstituenten, in die aktive Komponentenseite der Konstituenten, also in die Kompetenzen hinein. Genau. Oberhalb von 3 sind wir jetzt eben in der Handlungsstruktur. Und jetzt in meinem universitären Kontext der Lehre und Lehrerbildung bewegen wir uns immer hier oben bei Wissen, Können und Wollen. Wir sprechen hier auch noch von Fachkompetenz. Aber alles, was mit Wollen zu tun hat, wird sehr schwammig. Und das widerspiegelt sich auch im Schweizer neuen 21 volksschulischen Lehrplan, dass wir im Verhältnis etwa 1% Lehrplanseiten haben zu den überfachlichen Kompetenzen und 99% sind fachliche Kompetenzen. Weil man hat keinen Zugang dazu, sozusagen. Ich habe jetzt aufgrund von Edith Stein durfte ich diese 3 Kategorien ließen sich relativ einfach bilden, nämlich körperlich-psychische Personalkompetenzen, kognitiv-methodische und emotional-volitionale Personalkompetenzen. Ich habe die jetzt hier nicht weiter ausgeführt, der Zeit halber, die sind noch weiter elaboriert. Ich komme schon zum Ausblick. Ich bin jetzt an einem Modell der Förderung, die eben die Konstituenten mit einbezieht. Das geht so von oben nach unten. Und hier sieht man die verschiedenen Förderungen. Eine immersive, gemeinsame Förderung von Personalkompetenzen an einem Gegenstand, an einem Inhalt. Also man könnte zum Beispiel Berufsbilder analysieren, man könnte zum Beispiel, es gibt so die Geschichte vom Hudson River, wo ein Pilot sein Flugzeug crashen ließ und nicht zurückflog zum Flughafen. Und er wurde dann angeklagt, weil die Versicherungsgesellschaft gesagt hat, du hast einen riesen Schaden angerichtet, obwohl alle Personen überlebt haben. Und da könnte man jetzt eben schauen, was ist das Wesen in dieser ganzen Geschichte, Wesensbestimmung. Es geht um Erlebnisfähigkeit, die die Schülerinnen und Schüler hier bekommen. Es geht dann um Wertbestimmung und methodisch werde ich hier mit Filmen arbeiten, mit Fallbeispielen, um das eben möglichst nahe heranzubringen, sozusagen in den Raum. Gut, ich schließe hier und bedanke mich für Ihr Interesse.